Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Plötzlich spürte ich eben ein starkes Herzflimmern und das holprige Herzschlagen. Mein Puls war rasend schnell. Diese Kurzatmigkeit kommt dazu. Das macht Angst. Vor 7 Jahren fängt es bei Claudia Ringenberg aus Wetzlar an. Damals ist sie gerade einmal 58 Jahre alt und augenscheinlich kerngesund. Mir ging es sehr gut. Ich bin auch sportlich und hatte überhaupt keine Beschwerden. Und plötzlich war das da. Diese Herzrhythmusstörung, dieses Holpern des Herzens und dieser hohe Pulsschlag. Und es klopfte mir bis in den Hals. Also ich dachte, jetzt gleich springt mein Herz raus. Ich war nicht belastbar. Die Treppen hochlaufen war für mich wie ein Berganstieg. Das dauerte insgesamt fast 2 Stunden, bis dann mein Herz wieder richtig in den Takt kam. Claudia Ringenberg lässt sich beim Kardiologen untersuchen und schließlich zeigt ein EKG die Ursache. Vorhofflimmern, eine behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung. Sie nimmt Beta-Blocker ein, doch ihr Herz stolpert immer wieder. Dann waren die Abstände immer kürzer und die Phasen immer länger. Und das hat mich halt sehr beunruhigt und mir ging es auch wirklich da nicht gut, weil ich hatte auch Angst vor einem Schlaganfall zum Beispiel. Also ich hatte schon Angst. Herzen ist ja was ganz Empfindliches, ja. Und da will man ja schon auf der Hut sein, dass das richtig tickt. Vorhofflimmern entsteht durch fehlgeleitete elektrische Impulse in der Lungenvene. Im Katheterlabor der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim unterzieht sich Claudia Ringenberg einer sogenannten Kryoablation. Ein Eingriff, den Dr. Malke Kunis mehrmals täglich durchführt. Der Ballonkatheter wird durch Injektion von einem Kältemittel auf Temperaturen von teilweise minus 60 Grad heruntergekühlt. Das führt dazu, dass aktiv dem Gewebe die Wärmeenergie entzogen wird. Es friert sozusagen herunter. Durch die Vereisung wird das Gewebe hin zur Lungenvene bewusst vernarbt. So können die vorher unkoordinierten elektrischen Impulse nicht mehr weitergeleitet werden und das Herz schlägt wieder regelmäßig. Bei Claudia Ringenberg war der Eingriff erfolgreich. Aufregung, wenn man in der Klinik ist. So, wir haben ja heute nochmal ein EKG geschrieben, ein 12-Kanal-EKG. Und hier sieht man erfreulicherweise einen ganz stabilen Sinusrhythmus mit einer völlig normalen Herzfrequenz, ohne Anzeichen von irgendwelchen Extraschlägen oder Vorhofflimmern. Im Prinzip so, wie wir uns das wünschen. Treten Symptome auf, sollte man ihnen unbedingt nachgehen und sie niemals ignorieren, rät Oberärztin Dr. Katharina Hamm. Denn das kann gefährlich werden. Das Schlaganfallrisiko steigt halt beim Vorhofflimmern. Deshalb müssen die Patienten eine Blutverdünnung einnehmen. Und, aber auch an sich für den Herzmuskel ist es auch nicht günstig, wenn das Herz ständig zu schnell und zu unregelmäßig schlägt. Es ist so, je länger das Vorhofflimmern besteht, desto schwieriger kriegt man es eigentlich auch wieder weg, weil die Vorhöfe dehnen sich, weil das Blutvolumen im Herzvorhof zunimmt, weil der Vorhof nicht mehr an der normalen Herzkontraktion, also der zieht sich nicht mehr regelmäßig zusammen, um das Blut zu entleeren, sondern es bleibt immer ein Rest drin. Dadurch wird er immer größer und dadurch sind auch die Erfolgsraten, einfach das Herz wieder in den normalen Rhythmus zu kriegen, deutlich geringer. Bei Beschwerden also zeitnah einen Kardiologen aufsuchen. Die 65-Jährige hat nach der Ablation 3 Monate lang Blutverdünner eingenommen. Mittlerweile lebt sie jedoch ganz ohne Medikamente. Ich habe ein Stück Lebensqualität wieder bekommen. Also ich kann meinen Sport machen, ohne Angst zu haben, dass eine Episode mich wieder erreicht. Weil dann muss ich mich hinsetzen, bestenfalls hinlegen. Und das ist bisher, toi toi toi, nicht wiedergekommen. Ihre Energie hat Claudia Ringenberg zurückgewonnen und das Stolpern des Herzens gehört der Vergangenheit an. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und sprechen jetzt mit dem stellvertretenden Direktor der Kardiologie an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Schönen guten Abend, Herr Dr. Andreas Rolf. Hallo. Guten Abend, Herr Fischer. Wir haben es schon gehört, Vorhofflimmern Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen, so rum. Welche Personengruppen betrifft es denn besonders? Kann man das sagen oder am häufigsten? Also mit dem zunehmenden Lebensalter steigt natürlich die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit des Vorhofflimmerns. Über 60 nimmt es deutlich an Häufigkeit zu. Es kommt aber auch bei jungen Menschen zwischen 20. und 30. Lebensjahr durchaus schon vor. Ist es denn so, wenn man es hat, bleibt es auf jeden Fall oder geht es auch irgendwann von alleine weg?
Also man wird die Neigung zum Vorflimmern nie wieder los, wenn man das einmal gehabt hat. Aber natürlich gelingt es zunächst, wieder den normalen Sinusrhythmus herzustellen. Es kommt dann aber wieder, wenn man keine Intervention durchführt. Also man muss es irgendwie behandeln, wenn man es loswerden will. Ja. Okay, da sprechen wir gleich noch drüber, über die Möglichkeiten. Aber vielleicht erst noch mal überhaupt zur Ursache. Also spielen da irgendwie Alkohol oder auch Rauchen eine Rolle? Oder was ist der ausschlaggebende Punkt dafür? Ja, so Risikofaktoren führen schon dazu, dass es häufiger auftritt. Das ist gar keine Frage. Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen auch, Alkohol. Vor allen Dingen, also Patienten, die dazu neigen, Vorflimmern zu entwickeln, wenn die mal auf einer Feier ordentlich getrunken haben, dann kommt es sehr häufig vor, dass dann am nächsten Tag Vorflimmern auftritt. Da gibt es sogar den Begriff Holiday Heart Syndrom extra für diesen Zusammenhang. Holiday Heart, also Ferien, weil man da mehr trinkt? Genau, ja. Okay, und das ist schlimmer als Rauchen? Ja. Okay, aber eigentlich sollte man beides nicht tun, ist am gesündesten. Genau. Okay. Wie äußert sich Vorflimmern? Also vor allen Dingen äußert sich das Vorflimmern durch sehr schnellen und vor allen Dingen unregelmäßigen Herzschlag. Und das ist dann in der Regel begleitet von Enge auf der Brust oder Atemnot, Schwindelgefühl kann auftreten. Umgekehrt gibt es aber auch viele Menschen, die das gar nicht spüren. Und darin liegt eigentlich auch eine große Gefahr, weil die Menschen, die es nicht spüren, dann natürlich noch ein höheres Schlaganfallrisiko haben, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Wenn man so auf der Couch liegt, hat man manchmal auch vielleicht so einen leichten Stich, mal hier so in Herznähe, Brust. Ist das auch schon irgendein Vorzeichen oder was anderes? Nein, das ist eher was anderes. Das kommt meistens vom Bewegungsapparat. Aber wenn man wirklich schnelles Herzschlagen spürt, man kann ja ganz einfach auch mal den Puls tasten bei sich selbst. Und dann wird man merken, dass der unregelmäßig ist. Okay. Bei welchen Beschwerden sollte ich wirklich unbedingt zum Arzt? Also wenn Vorflimmern besteht, wenn also das Herz rast und es nicht weggeht, dann sollte man in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Auch am Wochenende im Zweifelsfall die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen. Welche Vorsorge kann man dann betreiben? Also es gibt zahlreiche Hilfsmittel natürlich mittlerweile auch, Smartwatches zum Beispiel, die eine sehr, sehr gute EKG-Qualität sogar haben. Und die Diagnose Vorflimmern hängt tatsächlich am EKG, also man muss es einmal dokumentiert haben. Aber als Screening-Verfahren gibt es mittlerweile auch verschiedenste kostenlose Apps, die man auf alle gängigen Smartphones herunterladen kann. Und damit kann man das detektieren. Also, Sie haben das habe ich hier auch mal mitgebracht. Genau, man legt einfach den Finger hinten auf die Kameralinse und dann fängt also das Handy an, die Pulswelle aufzuzeichnen. Und wie macht die das? Also durch das Pulsieren im Finger ändert sich immer so ein bisschen durch das Einströmen des Blutes auch damit der Farbton natürlich. Und das kann die Kamera registrieren. Geht das bei jedem Smartphone? Das geht bei jedem Smartphone, ja, und kostet nichts. Also diese App kostenlos runterladen. Nach was sucht man da im App Store? Herzrhythmusstörungen eingeben oder Vorflimmern. Okay. Und das wird dann dokumentiert und das ist auch wichtig für Sie, wenn man sowas hat, um das vorzuweisen? Genau, also bei diesen Apps ist sogar so ein künstlicher Intelligenzalgorithmus hinterlegt, sodass die App schon darauf hinweist, ob es Vorflimmern ist oder nicht. Und dann kriegt man das Ergebnis angezeigt und kann dann damit zum Arzt gehen. Okay, wahrscheinlich auch besser als so ein Langzeit-EKG, wenn man das mitnimmt. Ne? Ist ein bisschen schwierig, vielleicht findet in dieser Zeit gerade kein Vorflimmern statt. Genau. Nochmal zu den Therapieverfahren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann man es behandeln? Also man kann das natürlich medikamentös behandeln. Einmal kann man dafür sorgen, dass die Frequenz gesenkt wird. Man kann Medikamente geben, die das Wiederauftreten verhindern. Am besten ist es aber, die Behandlung durchzuführen, die wir eben auch gerade bei der Patientin gesehen haben, weil es damit gelingt, das Vorflimmern tatsächlich zu veröden, sodass es dann lange Zeit auch das Herz Ruhe hat. Es ist keine 100%ige Sicherheit bei diesem Eingriff, aber man kann 90%ige Erfolgschance auf jeden Fall erreichen mit dem Eingriff. Okay, ganz kurz noch, für wen wäre so eine OP nix? Also wenn man ein sehr alter Mensch ist, dann kann man manchmal auch gut mit Vorflimmern leben. Es gibt auch Menschen, die haben immer Vorflimmern, dauerhaft. Da versucht man gar nicht mehr den Sinusrhythmus herzustellen, sondern macht die sogenannte Frequenzkontrolle. Das heißt, man sorgt einfach dafür, dass das Herz trotz des Vorflimmerns ruhig und langsam schlägt.
Dankeschön, Dr. Rolf, für Ihre Informationen heute Abend. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, und falls Sie noch Fragen zum Thema Vorhofflimmern haben, bekommen Sie eine kostenlose Infobroschüre bei der Deutschen Herzstiftung. Können Sie einfach per Post bestellen. Und direkt jetzt nach der Sendung haben wir eine kostenlose telefonische Sprechstunde für Sie organisiert mit den Experten der Kardiologie der Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim. Telefonnummer lautet 06032 9967 und 3 mal die 0. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.